Moin Leute, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Ich bin der Arne und ich habe hier das brandneue Specialized Epic S-Works. Das Epic ist das Cross-Country-Bike in Specialized Lineup, also genau das richtige Bike für XC-Rennen, den Cross-Country World Cup oder das Cape Epic. Ich konnte das Bike hier und das ebenfalls brandneue Specialized Epic Evo bereits für 2,5 Tage in Chile testen. Bevor ich euch aber erkläre, wie mir die beiden Bikes auf dem Trail gefallen haben, erzähle ich euch erstmal, was überhaupt neu ist, wo sind die Unterschiede zwischen den beiden Bikes und zu den Vorgängern und was hat es mit dem ziemlich interessanten Fahrwerk hier an dem S-Works Modell auf sich. Vergangenes Jahr sind viele Specialized Teamfahrer im World Cup bereits auf dem Epic Evo, also eigentlich dem abfahrtslastigeren Epic Modell für Downcountry, unterwegs gewesen. Dieses relativ direkte Feedback hat Specialized natürlich in die Entwicklung von dem neuen Epic einfließen lassen. Das heißt, das Bike ist deutlich abfahrtslastiger geworden, um auch den immer härter werdenden Cross-Country-Rennstrecken gerecht zu werden. Was heißt das? Im Prinzip haben wir deutlich mehr Federweg. Wir haben jetzt 120 mm vorne, 120 mm hinten. Der Lenkwinkel ist flacher geworden. Außerdem soll der Rahmen nachgiebiger geworden sein. Laut Specialized soll der bis zu 12% weniger Erschütterungen als das Epic Evo durchreichen. Also insgesamt auch ein komfortablerer Ride. Bei einem Cross-Country-Bike geht es aber natürlich nicht vorrangig um Abfahrtsqualitäten und Komfort, sondern auch ziemlich viel um die Uphill-Effizienz. Und auch da hat Specialized nochmal ordentlich an den Stellschrauben gedreht. Das neue Epic ist 76 Gramm leichter, also der Rahmen ist 76 Gramm leichter als das Vorgängermodell. Außerdem wurde an der Steifigkeit ein bisschen optimiert. Durch Anpassungen von Anti-Squat und Geometrie soll das Bike bis zu 20% weniger wippen im Uphill als das Epic Evo, also das Bike, was die Specialized-Athleten vorher im World Cup gefahren sind. Also da hat Specialized auch richtig viel gemacht, um das Bike nochmals besser zu machen. Obwohl Specialized an Gewicht eingespart hat, sind trotzdem ein paar coole Details am Bike geblieben. So haben wir hier einen Kofferraum mit Unterrohr, der jetzt sozusagen die neueste Evolutionsstufe des SWAT-Fach ist. Der lässt sich super leicht öffnen, mit einem einfachen Hebel kann man super leicht rausnehmen. Nicht so wie die vorherige Evolutionsstufe mit dieser Klappe, die immer mal ein bisschen hakelig war. Außerdem sind an den Bikes so coole Sachen wie dieses Multitool hier am Flaschenhalter oder bei der S-Works-Variante auch im Steuerrohr dabei. Also Sachen, die ein bisschen was wiegen, aber dafür ziemlich cool sind, wenn man sie mal braucht. So viel zum Epic allgemein, aber was hat es jetzt genau mit dem S-Works auf sich? Wie bei Specialized üblich ist S-Works immer das Top-Notch-Modell. Das hat den besten Carbonrahmen, also ein bisschen bessere, leichtere, steifere Carbonfasern. Außerdem gibt es hier eine Carbon-Dämpferanlenkung und die Hardware ist aus Titan gefertigt, also ein bisschen hochwertiger. Das coolste oder krasseste Alleinstellungsmerkmal ist allerdings beim Epic S-Works Komplettbike das Fahrwerk. Das ist nämlich ein brandneues RockShox Flight Attendant Fahrwerk. Das wird jetzt mit dem Evo, mit dem Epic am selben Tag sozusagen gelauncht und ist eine Weiterentwicklung des bis jetzt bekannten Trail- und All-Mountain oder Enduro Flight Attendant Fahrwerks. Wenn ihr euch jetzt fragt, Flight Attendant noch nie gehört, Flight Attendant ist ein elektronisches Fahrwerk, das automatisch dein Fahrwerk lockt, öffnet, von Trail in offenen oder in den Lockout-Modus hin und her schaltet, wie du es gerade brauchst oder wie dein Bike denkt, dass du es gerade brauchst. Also wenn du jetzt irgendwie gerade bergauf fährst, ist dein Fahrrad im Lockout-Modus, kommt plötzlich eine Wurzel, geht's offen oder in den Trail-Modus. Also es entscheidet blitzschnell anhand von Sensoren, was du gerade brauchst und stellt dementsprechend sozusagen dein Fahrwerk ein. Neu bei der Cross-Country-Variante ist jetzt, dass Flight Attendant nicht mehr nur noch Sensoren in Dämpfer und Federgabel nutzt, sondern auch noch hier das Powermeter und das Schaltwerk mit einbezieht. Dadurch soll das nochmal eine bessere Performance abliefern und halt ein bisschen mehr auf die Ansprüche im Cross-Country World Cup und allgemein beim Cross-Country-Fahren eingehen. Wie bereits gesagt, wurde neben dem Epic ja auch das Epic Evo neu überarbeitet. Weil das Epic deutlich abfahrtslastiger geworden ist, ist das Epic Evo natürlich auch deutlich abfahrtslastiger geworden und wurde so in die Richtung Downcountry Trail verschoben. Interessant dabei ist allerdings, dass sich Epic und Epic Evo exakt den gleichen Carbonrahmen teilen. Man könnte also von einem Epic zu einem Epic Evo umbauen und zurück. Was sind jetzt die Unterschiede zwischen den beiden Bikes? Das Epic Evo hat den Flipchip in der Low Position, das Epic in der High Position.
Das Epic Evo hat eine 130 mm Federgabel, dadurch kommt der Lenkwinkel ein bisschen flacher und man hat natürlich mehr Federweg. Und auch sonst ist die Ausstattung vom Epic Evo halt deutlich abfahrtslastiger. Wir haben dickere, stabilere Reifen, wir haben einen Riserbar drauf, wir haben eine stärkere Bremsanlage und das alles macht das Epic Evo zu einem deutlich trailigeren und potenteren Rad in der Abfahrt. Viele werden es sich bereits gedacht haben, wirklich günstig gibt es den ganzen Spaß nicht zu kaufen. Beide Bikes kriegt man ab 5.200 € als Einstiegsmodell, dann geht es beim Epic Evo bis 9.200 für das High-End-Modell hoch. Das S-Works Epic hier mit Flight Attendant Fahrwerk ist nochmal eine kleine Spur teurer, das kostet schmeichelhafte 14.500 €. Also insgesamt schon ein ganzer Batzen Geld, aber dafür bekommt man natürlich auch ein ziemlich besonderes Fahrrad. Specialized hat uns nach Matanzas in Chile eingeladen, um uns die Möglichkeit zu geben, die beiden Bikes schon mal vorab für euch kurz anzutesten. Das Coole war, Specialized hat zusammen mit den örtlichen Trailpark da direkt für uns eine Cross-Country-Strecke mit einem schönen Uphill und Downhill hingebaut, wo wir super cool die Bikes testen konnten. Ich habe als erstes zum Epic S-Works, also dem Berg hier, gegriffen und bin damit direkt mal auf den Testloop. Und was als erstes ziemlich direkt aufgefallen ist, dass das Bike ziemlich schnell ist. Ich habe zur Rahmengröße L gegriffen, bin 1,84 groß, damit passt mir das Rad ziemlich perfekt. Sitzposition ist angenehm, sportlich, nicht zu aufrecht, nicht zu gestreckt, das passt ziemlich cool für ein Cross-Country-Bike. Und das Handling bergauf ist auch ziemlich agil direkt, also das ist ziemlich cool. Was allerdings schon von den ersten Metern an richtig vorherrschend war, war das Flight Attendant Fahrwerk. Also das schaltet wirklich blitzschnell zwischen den Modi hin und her. Also es gibt einen offenen, einen Trail und einen geschlossenen Modi und zwischen denen schaltet es immer hin und her. Übrigens bei den anderen Specialized Bike gibt es ebenfalls die 3 Modi und die sind genau gleich abgestimmt wie beim Flight Attendant. Der einzige Unterschied in Anführungszeichen ist, dass das Flight Attendant das halt alles automatisch und blitzschnell macht und das ist wirklich gut. Und was mir da wirklich krass aufgefallen ist, was ich nicht gedacht hätte, ist, dass es gerade auf den trailigen Uphills richtig oft auch im geschlossenen Modus war, wo ich selber nie hingeschaltet hätte. Also ich hätte jetzt gedacht, okay, wir schalten jetzt hier den Trail-Modus und so, aber es war wirklich oft in dem geschlossenen Modus. Und ich habe da nichts Negatives gemerkt, also es war berechtigt in dem geschlossenen Modus. Und das ist halt ziemlich cool, wenn man bergauf einiges an Energie einsparen kann. Und allgemein ist es halt richtig cool, überhaupt nicht darüber nachdenken zu müssen. Also man muss überhaupt nicht mehr ans Fahrwerk denken. Vorher denkst du, okay, in welchen Modus schalte ich jetzt, muss diese Handbewegung noch machen, da musst du jetzt überhaupt keine Gedanken machen. Stattdessen hörst du halt die ganze Zeit diese Stellmotoren so und guckst dann halt, in welchem Modus sich dein Bike gerade befindet. Das kann man an den LEDs ganz gut erkennen. Das fand ich insgesamt ziemlich impressive und gerade, also ich war von dem Enduro Trail Flight Attendant nicht so überzeugt, weil ich einfach den positiven Mehrwert nicht gesehen habe dafür, dass ich noch mehr Akkus ans Rad klatsche. Aber jetzt bei dem XC Flight Attendant, das fand ich schon ziemlich eindrucksvoll und finde es da sehr berechtigt und sehr cool. Dabei war auch natürlich, oder das Allerwichtigste war mir natürlich, dass ich nie von dem Flight Attendant irgendwie negativ beeinflusst werde und ich habe jetzt in der kurzen Testzeit nie irgendwie einen Schlag eingebaut gekriegt, wo das Fahrwerk noch zu war und ich es eigentlich offen gebraucht hätte. Also das gab es wirklich nie und auch insgesamt in den Downhills bergab habe ich da nichts Negatives gemerkt. Was noch interessant ist, ist, dass man das Flight Attendant auch anpassen kann. Also man kann einstellen, inwieweit das Fahrwerk eher ein offeneres Setting oder eher ein geschlosseneres Setting bevorzugt. Meine persönliche Vorliebe, ich komme eher aus dem Trail, Enduro, Downhill, ist eher in Richtung des offeneren Settings. Die Cross-Country-Pros, die da waren oder auch andere Redakteure, die ein bisschen mehr in der Cross-Country-Richtung sind, haben aber teilweise eher so das geschlossenere Setup bevorzugt. Bergab hat mich das Epic dann ziemlich überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass es sich wirklich so gut fährt. Ich dachte, okay, mit einem Cross-Country-Bike erstmal vorsichtig in die Abfahrt. Die Teststrecke, die wir hatten, war jetzt nicht super krass, aber die hatte schon ein relativ ruppiges, anspruchsvolles Steinfeld, war relativ schnell, das war recht staubig, es gab ein paar Sprünge. Also man konnte das Bike schon an seine Grenzen bringen und da war ich recht überrascht, wie weit hinten sozusagen die Grenzen von dem Epic waren. Also hier hat sich Specialized Invest in die Abfahrtsqualität definitiv bezahlt gemacht. Das Bike fühlt sich auch nicht übermäßig krass steif an oder so, dass man sagt, man ist hier irgendwie die ganze Zeit und wird durchgerüttelt, sondern das war echt ziemlich cool.
Natürlich wird man von den dünnen Reifen und dem den Lenker mit dem negativen Rise so ein bisschen eingebremst. Das merkt man dann schon, dass man immer noch auf dem Cross-Country-Bike sitzt. Aber insgesamt war ich sehr positiv angetan von der Abfahrtsperformance. Was auch auffällig war, ist, dass das Bike ziemlich leise ist, also du hast kein Kettenklappern. Stattdessen hört man halt immer irgendein Geräusch von einem Stellmotor. Entweder wird gerade das Fahrwerk hin und her geschaltet oder die Sattelstütze oder das Schaltwerk. Also es ist die ganze Zeit so ein bisschen am Surren. Das ist am Anfang definitiv ein bisschen ungewohnt. Ich denke, wenn man ein paar Ausfahrten auf dem Epic gehabt hat, dann gewöhnt man sich dran, aber so ist es noch ein bisschen komisch. Der Clou von dem neuen XC Flight Attendant ist außerdem, dass es halt einfach so ein bisschen dich kennenlernt. Also dadurch, dass es deine Wattwerte über das Powermeter kriegt und auch dein Schaltverhalten, lernt es dich über ein paar Fahrten kennen und weiß dann, okay, der Arne tritt im Schnitt 8000 Watt und im Peak dann 16.000 Watt. Und wenn ich dann an meiner Peak Power bin, wird es viel eher mal in den Lockout-Modus reinschalten, als halt, wenn ich irgendwie rumdümpel und ein bisschen am Cruisen bin. Am zweiten Tag ging es dann auf das Epic Evo und das Bike, obwohl es der gleiche Rahmen ist wie das Epic, fühlt sich schon deutlich anders an. Das war relativ krass. Es ist bergauf eine ganze Spur behäbiger und vor allem merkt man, wie viel Arbeit einem das Flight Attendant Fahrwerk so abnimmt. Ich war am Anfang sogar ein bisschen zu faul, den Lockout-Hebel per Hand reinzumachen, aber insgesamt merkt man dann schon, wie geil es ist, wenn das Fahrwerk automatisch lockt und offen geht, ohne dass man da irgendwas damit zu tun hat. Natürlich fährt sich das Epic Evo nichtsdestotrotz bergauf ziemlich schnell, ziemlich zügig und ist jetzt keine lahme Ente oder so, da muss sich keiner Sorgen machen. Was mich allerdings ein bisschen gestört hat, ist, dass der Sitzwinkel relativ flach ist oder mir sogar ein bisschen zu flach ist, weil dadurch, dass der Flipchip in die Low-Position und eine Federgabel mit mehr Federweg rein, wird er halt ein gutes Stück flacher als beim Epic und das war mir so ein Tick zu flach. Alles, was man bergauf einbüßt, kriegt man allerdings in der Abfahrt zurück. Durch die Anpassung von Geometrie und Ausstattung ist das Epic Evo nämlich deutlich trailiger unterwegs, abfahrtslastiger und macht schon ein bisschen mehr Spaß. Man hat einfach ein bisschen mehr Confidence, um überall ein bisschen mehr reinzuhalten und dadurch ist das insgesamt schon ein sehr cooles Paket, wenn man ein leichtes, schnelles Trail- oder Down-Country-Bike sucht. Abschließend kann man sagen, dass Specialized mit der neuen Epic Range ziemlich ins Schwarze getroffen hat. Vor allem das Epic S-Works mit dem Flight Attendant Fahrwerk hat mich ziemlich beeindruckt. Aber auch das Epic Evo ist ein ziemlich cooles Down-Country-Bike, was richtig Spaß auf dem Trail macht. Mein persönlicher Favorit wäre allerdings so ein Mix aus beiden Bikes. Ich würde mir das Epic S-Works schnappen, würde den Lenker gegen den Riserbau austauschen und Laufräder mit dickeren Reifen und stabilere Laufräder draufpacken und das wäre so mein perfektes Downcountry XC-Bike. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten findet ihr den ausführlichen Testbericht mit detaillierten Ausstattungstabellen und allen Infos zu den Bikes auch wie immer auf mtbnews.de.